Thank God. Okay. Recording is starting. Hallo, guten Morgen nochmals. Wir machen weiter mit Bill Nummer 7. Ich habe vergessen, ob das Shravani oder Suyog war. Me. Okay, Shravani. Na, dann bitteschön. Okay. In bill number 7 was positivist Maxun Milli Count House Zuru mit Milchun Butter and Mutter fragt sie, wo sind Milch und Butter? Dann Max sagt in der Tasche. When mother takes the means when she watches the butter and milk, it was very less in quantity. That's why she asked them, "Is the um, sie sagt ihnen, sie sollten 2 Liter Milch und ein Halbspoon Butter dann Millie sagt, wenn das Geld nicht gereicht hat. Mother says, but I gave enough money to you. They were 8 euros. Dann Millie sagt, da waren nur 3 Euros. After that, Max confesses कि ich verloren die 5 Euros. And Millie says in the drainage. Then mother start asking them so much of questions. Ma'am, can you English sprechen? Nein, versuch doch ein bisschen Deutsch zu sprechen. Ich kann verstehen, wenn du nicht alles auf Deutsch sagst, aber komplett auf Englisch, das geht nicht. Du musst versuchen, so viel wie möglich auf Deutsch zu sagen, Deutsch zu erzählen, wenn dir ein paar Wörter oder einige Sätze, einige Satzkonstruktionen nicht einfallen oder dass du nicht kannst, dann sagst du auf Englisch. Don't give up so easily. Come on. Du machst das. That's why I did not bother you by saying why you speaking English. Du hast ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, ist okay. Komplett Englisch? Nein, bitte lieber nicht. Okay. Dann Mutter sagt sie, wie sind die 5 Euro in den Juli gekommen? Von ganz allein. Dann Millie sagt, nein, Peter was also there. Then mother thought, nahi, she asked them, does Peter put your money in the drainage? Max said 9. Millie sagt, जे मुद्दाम ती म्हणाली our 5 euros. Mother again sagt, fragen, does mother Peter lost his 5 euros in the drainage and he should not feel alone. That's why you also put yours. Is it so? Then Max sagt, yeah, 9. Mother said, what? At the very end, Max confesses that Peters Geld ist in dem Gully gefallen. Na, Max yeah. gesteht der Mutter. Because of which he have to face so much of scolding, or he can be beaten by his parents or father. That
Millie and Max helped him. Hmm. Uh, After hearing this, Mutter said, Ich finde die ganz toll von dir. Mm-hmm. Um, she was like, Why didn't you tell this earlier? Hmm. Max, Max said, Because those were your money. Hmm. Then Mutter sagt Millie that, that Max hat alles erzählt. Ich finde das prima, dass Hmm. ihr das mit Peter gemacht habt. Hmm. Damit ihr mich doch nicht Hmm. schwindeln. Uh, then Millie got surprised. She said, I also want them pistol. Hmm. Mutter was like, Pistol? How come it came in between? Then Millie sagt, Max Max. Max kriegt die Pistol von Peter für die 5 Euros, which she was not supposed to tell to her mother. Hmm. Um, but as she told, mother came to know everything, and at the very end, they both end up uh, fighting. Hmm. Max hit her, and mother was like, "Let's go to Peter's place and take our pistol and our 5 euros as well." Hmm. Danke. Okay. Ja, gut. Danke, Shravani. Das war dein erstes Mal, dass du im Unterricht gesprochen hast. Erstmal Gratulation dafür. I have barely heard anything from you the whole year. So finally, I got to hear from you and I got to hear you. So congratulations for that. Das war ein guter Versuch. It was a good try. Aber du weißt schon, dass du noch sehr viel Deutsch lernen, üben, sprechen, schreiben, hören und lesen solltest und musst. You know Yeah, how yeah. much you still have to work on your language, right? Yes, ma'am. The second year is just the beginning. Trust me, the third year goes a lot faster, intensiver, and I don't know. I just want to go by hand and say more difficult. You need to get your language parts straightened out, because that's not what I will be able to work on y'all in the third year, especially. I will be expecting everyone to be of a minimum B2 level, actually, it's say eins, with the speaking and the writing part. I cannot have even A2 wala German at TY. Y'all will miserably fail not in the exam but in general, like every lecture you will fail because you won't be able to catch up with what's happening. I am going to be extremely brutal in TY because the topics are such where I have to be brutal. I cannot come down to English. I won't come down to English. Very rarely would I. Okay. So you really have Yes. some time to work upon it. I have no idea if you are learning German somewhere else apart from, college, if you're doing courses at Max Miller or private classes and then giving exams. If you're not, it's a very bad decision. Make sure you start taking up classes and do the courses of Max Miller or give the exams. If you even remotely are thinking of having a career in German, not having the MMB certificates would be a very poor choice. Okay. I want you to update me, Shravani, after a month, let's just say by the mid of March, we are on the 16th of
February. I want you to write to me till 15th of March and tell me how have you acted upon this advice of mine. To some extent, this goes also to Sanika. So you both have to update me about it and your plan with German language part. The language part, not the one that we do in college. That will be taken care of by me. But for that, I need you all to be really well equipped with language skills. Okay? Ma'am, actually, I have attempted B2, but actually the four modules I haven't passed. So I Mm-hmm. decided to actually I failed with just a 5 or 4 marks. Okay. So I decided to give B1 because I was doing the course of B1 in Corona. So they passed me for by attendance. So then, when I failed for the B2, then I decided to give B1, and I have my B1 in April. Okay. And where are you doing these courses? We are from Goethe, internal. Oh, Actually, okay. I'm not doing B1 course. I have already did it. I'm just giving my exam. Okay. But well, I must tell you that there is some kind of self revision, self study that you need to do. I think you need to work a little more to achieve the level of B1 and B2. You are right now, for me, somewhere between A2, B1. So yeah, take yourself that time. You need to go back, start from A1. A little bit of basics is probably, it gets lost maybe in the speaking. Maybe while writing, you do know the grammatical rules and you can write probably more correctly than speaking. But then work on that. I want you to show it to me that you really are between B1 and B2. For me right now, you are, sorry to say, kind of between A2, B1. Okay? But that's something that you need to work upon yourself. So do that. You need to put in extra hours for German, apart from the courses that you all are visiting, the college lectures that you all are doing. And I don't know, if I were Shravani or Sanika or even anyone, Suyog and Niharika for that matter, I would be attending the general ka lectures as well, because that's where we are taking care of the language part thoda bahut. If you're not gonna benefit from that, then I don't know. It's a very poor choice once again and not a very smart choice. Okay, also kommen wir zu Bild Nummer 7. Genau, die Kinder sind jetzt zu Hause, sie haben was eingekauft. Natürlich war das Geld nicht genug und deshalb konnten sie nicht alles oder so viel kaufen, wie viel die Mutter ihnen gesagt hatte. Und die Mutter natürlich versteht. Max zögert oder will nicht erstmal sagen, dass das Geld, also die ganze Episode mit Peter, und deshalb lügt er die Mutter an und sagt, okay, wir haben das Geld verloren, ähm, aber die Mutter möchte das gar nicht glauben. Und da ist die ganze Episode. Äh, Millie hilft auch nicht dabei, dass die Mutter glauben kann, was ihnen passiert war. Und Max entscheidet sich einfach, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, Peter verliert sein 5 Euro, Max hilft ihm und gibt ihm sein 5 Euro. Ist die Mutter dann ärgerlich auf Max, dass er Peter das Geld gegeben hat? Nein. Na, sie ist nicht ärgerlich, sie ist sogar ein bisschen, naja, sie freut sich, dass Max so reif ist, so nett ist, dass er Peter geholfen hat. Na? Genau, also Max hat alles erzählt. Ich finde prima, dass ihr das mit Peter gemacht habt. Da müsst ihr euch mich doch nicht anschwindeln. Ne? You did not have to lie to me. You could have just come out clean and I would have been happy. Ja? Und dann sagt Millie was, damit die Mutter noch einmal ein bisschen ärgerlich wird. Sie sagt und fragt über die Pistole. Dann denkt die Mutter, dass es nochmals um diese Pistole geht, dass Max und Peter noch einmal diese Spielzeuge tauschen. Aber leider ist es gar nicht so. Die Mutter hat nur das ein bisschen falsch verstanden. Ja. Also jetzt sagt die Mutter, die
die Pistole bleibt bei mir, das will sie überhaupt Max oder Peter geben. Das möchte sie nur dem Vater vielleicht später mal zurückgeben. Max ist natürlich ein bisschen irritiert und wütend auf Millie, weil sie Max verraten hat. She kind of just threw him under the bus. Äh, aber ja, also die haben gar nicht gelogen. Ja, und die Mutter sagt Max, um herauszufinden, wo Peter wohnt, damit die Mutter vielleicht zu Peter gehen kann und die Pistole zurückgeben kann. Max freut sich nicht darüber, aber er hat keine andere Option. Ja, okay. Ja, gut. Wir haben hier ein bisschen über die Beziehung zwischen Max und Millie und die ganze Familie Max, Millie und Mutter etwas verstanden. Könnt ihr mir sagen, was? Entschuldigung, können Sie noch einmal fragen? Ja. Ich habe gefragt, was kann man aus diesem Kapitel über die Beziehung zwischen Max, Millie und ihrer Mutter sagen? Ja, die Mutter, ich denke, dass die Mutter unterstützt immer Max und Millie, um gute Dinge zu machen. Sie ist nicht wütend über die Dinge, dass Max hat Peter geholfen mit Geld, aber sie ist wütend, dass die beide denkt an die Pistole noch einmal. So, sie ist sehr nette Mutter und sie denkt immer an gut für die Kinder. Genau, ja. Ja, also Ich, Max. ich, Ja, bitte, sorry. ich, ich denke, dass die Kinder wissen schon, dass unsere Mutter sehr streng ist und deshalb sie wissen, dass wir müssen in unserer Grenze bleiben. Okay. Ja. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, sie haben eine sehr enge, schöne, bequeme Beziehung miteinander, die Kinder und die Mutter. Na, Max hat vielleicht am Anfang hatte er ein bisschen Angst, der Mutter die Wahrheit zu sagen, was mit dem 5 Euro passiert ist, aber letztendlich sagt er doch die Wahrheit. Das sagt auch, was für ein Comfort-Level sie miteinander haben. Und die Mutter freut sich darüber, dass Max doch alles richtig und die Wahrheit gesagt hat. This appreciative behavior towards each other is really appreciative. Also das zeigt auch die Familiendynamik von ihnen, the family dynamics, und die ist für mich sehr positiv. Und für euch, denkt ihr? Ja, das ist positiv. Familiendynamik positiv, ziemlich positiv, ja. Genau, und dass sie miteinander über Sachen reden. Ja, also die Mutter möchte alles über das Leben von den Kindern wissen. Die Kinder erzählen auch vieles aus ihrem Leben. Aber leider, eine Sache ist vielleicht hier ein bisschen so, auf Englisch sagt man off, also ist nicht so gut. Die Mutter hatte ja wirklich, meiner Meinung nach, Missverständnisse gegenüber Peter. Ja, also sie hat dieser preconceived notion über Peter. Sie denkt, dass Peter nicht so ein nettes Kind ist. He is kind of a bully. Und deshalb fragt sie am Ende, hat er dich wieder gehauen? Did he beat you up again? Und da schreit Max, nein, are you kidding me? Why would he beat me up? He's trying to protect Peter. And obviously, because he did not really beat him up. Ja, aber das zeigt auch, dass die Mutter sich sehr viele Sorgen macht für die Kinder. Und die Mutter möchte wissen, ob der Peter einen negativen Effekt oder einen negativen Einfluss auf ihre Kinder
haben kann. Vielleicht will sie auch nicht, dass Max Mutter, also Max und Peter Freunde werden. Ja. Ja, okay, das war Bild Nummer 7. Und jetzt gehen wir zu Bild Nummer 10. Nein, Moment. Es gibt noch einiges, sorry, das habe ich auch nicht gesehen. Und Shavni hat das auch vielleicht nicht was gesagt. Nee, doch, wir sind fertig, sorry. Ja. Bild Nummer 8. Und Suyok, da bist du dran. Ja, soll ich anfangen? Mhm. Okay. In Bild Nummer 8, Max wartet auf Peter auf dem Spielplatz und Peter tritt ein und er erschreckt ihn von hinter. Peter sagt, es ist Sperrgebiet und er fesselt ihn mit einem Seil. Oder? Wie Sein. sagt Seil und bringt ihn weg. Und dann sagt Max, Stopp. Seine Schwester hat alles getan und er sagt, du sollst froh sein, dass du keine Schwester hast. Dann sagt Peter, er hat 3 Schwestern, aber keine echten. Max überrascht und fragt ihn zurück. Und dann Peter sagt, ja, er hat eine falsche Mutter und Schwester. Er sagt, als sein Mutter starb, hinterlas ihn sein Vater einer Frau, die schon 4 Kinder hat. Er sagt, dass er niemanden mag und bald gehen wird. Max fragt, magst du das wirklich? Äh, und dann Peter antwortet, nein, wegen seines Vaters. Er sagt, sein Vater sei kein Handlanger oder Hauer. Ich habe das nicht verstanden. Ja, also Peter möchte sehr gerne dieses Haus verlassen mit dieser komischen Familie, aber nur weil sein Vater noch da lebt, möchte er für den Vater bleiben und nicht weggehen. Und dann, well, Max is being a little insensitive here by directly calling his dad the person. Howard is a person who always beats up other people. So what you are planning to stay back for that man? It's like that. And Peter obviously takes a little bit of offense that Max calls his dad a person who always beats up other people or beats him up, which is actually to some extent true. But well, Peter doesn't like Max saying it out loud. So my father is kein Hauer. Okay. Und dann Max sagt, dass seine Max. Mutter Pistolen von seinem Vater für 5 Euro nachladen will. Und dann kommt Milli mit einer TV-Box über dem Kopf und singt. Und dann Milli singt und es gibt solche Wörter von was sie singt. Alles drin, alles dran, alles Bingo. Der neue Renault Twingo. Der neue Renault Twingo. Und dann sie hat auch das gesagt, dass jetzt schon ab 5.990 Euro inklusive staatlicher Unterwelt Premium. Und dann dann Peter sagt etwas und dann Milli singt weiter und dann sie sagt Markenschuhe so günstig, Deichmann. Okay, also Deichmann ist ein Schuhmarke, sehr berühmte Schuhmarke in Europa. Ja. Und Heinrich Deichmann hat das gefunden und das ja. Hauptamt ist in Essen in Deutschland. Und dann Milli dann Peter findet alles sehr verrückt und dann Milli sagt etwas über Waschmaschinen leben länger mit Calgon und das ist ein Waschmittel
Und sie sagt auch, es ist 5, tut mir leid, 20% frei oder gratis. Gratis. Mhm. Max sagt, dass sie Pickel in Ohren hat und bevor sie Nebenwirkungen hat, muss sie ihren Arzt fragen. Und dann Mhm. Peter sagt, die Ohrläppchen fallen ab und er sagt, wie kann er 5 € wieder kriegen? Mhm. Und dann äh, ich habe diese Zeile nicht verstanden. Mein Vater haut mich grün und blau. Äh, das bedeutet, der Vater wird Peter hauen, ganz sehr viel hauen, bis seine Haut grün und blau wird. Wisst ihr, wenn man jemanden sehr viel haut oder schlägt, dann wird unsere Haut nicht die originelle Farbe, dann wird sie ein bisschen grün, dann blau und dann vielleicht auch schwarz. Ja, also Peter will nicht, dass die Mutter von Max und Millie zu ihm kommt, um die Pistole zurückzugeben. Oh, okay. Und dann Peter sagt, ähm, wenn Mutter zu unserem Haus kommt, etwas über das. Und dann Max fragt, wenn du mitkommst, wie die Pistole holen. Und, äh, aber Peter hat kein 5 €, sagt er. Und Peter sagt, sie müssen für 5 € arbeiten. Äh, Peter sagt auch, sie können auf Markt beim Abräumen helfen. Mhm. Und dann Milli sagt etwas über äh, Flaschen zu sammeln. Mhm. Und Max sagt, aber es nimmt viel Zeit. Und dann müssen wir Mausen oder Mopsen. Äh, Und dann, wenn Max und Millie beide das hört, sie Mhm. sind überrascht, negativ überrascht oder erschrecken. Schockiert. Mhm. Ah, und dann Peter fühlt sich etwas anderes und dann er sagt, ich meine leihen oder ausleihen oder betteln. Und dann Max überrascht und fragt zurück betteln und das traust du dich? Äh, und dann Peter sagt, aber Peter hat das schon gemacht, deshalb ist er vertrautet und dann Peter trifft ein Passantin und äh, er fragt ihr, kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld geben für die U-Bahn? Ich muss nach Hause und habe mein Geld verloren. Und dann Passantin ärgert sich und sie sagt, das ist doch Schwindel. Dann geht sie zu Fuß und sie sagt auch, sie soll ich die Polizei holen. Und त्यानंतर तिने शिवी दिली वाटतं त्याला जर्मनमध्ये काहीतरी रोड्सलिओफेल म्हणून. Okay. Sie sagt etwas, Rotsliofel. Ich habe das nicht verstanden. Hallo? Hallo? Sorry. Ich habe gesprochen, ohne meinen Mikro anzuschalten. Ja, sorry, ich habe gelacht. Ja, Rotzlöffel ist kein Chivi, exactly, aber das ist kein schönes Wort, jemanden zu sagen. Actually, it doesn't mean anything, really. You know, if you go to translate it literally, it means something like a bad spoon, okay, or a rusty spoon. So it's not a very nice thing to say to anyone. Yeah. Okay, und die Frau gibt nichts, deshalb kommt Peter zurück und Mhm. dann Millie sagt ihm blöde Kuh
Und dann Peter sagt auch, große Klappe und nicht dahinter. Mhm. Und dann jetzt what is that? Milli probiert und dann noch ein Passant, dieser du Onkel, kannst du mir 20 Cent geben? Und dann der Passant fragt zurück, warum denn mein Kleines? Von hier wir können das verstehen, der Passant ist sehr nett. Mhm. Und dann antwortet Milli, sie will Lolli kaufen und die Jungen da haben gewetet, dass du mir nicht gibst. Hier Milli scheint klug zu sein und der Mann will nicht verderber sein und dann bekommt Milli 50 Cent und dann sie kommt zurück, dann diskutieren sie, dass ein Trick ist, was ein Trick ist und die Erwachsenen nicht mehr als 50 Cent mal geben und Wahrheit sagen ist keine gute Idee. Millie denkt, wie die Dombari Leute in Indien, sie Ja. tanzen, singen und sie hat solche Idee, dass Peter kann gut klettern oder turnen, dass er kann das machen und sie kann gut singen und so wie können sie Geld verdienen und danach planen sie, aber der Plan passt nicht gut und dann sie planen etwas anderes und das ist ein Theaterstück zu spielen Ja. und dann diskutiert sie die Rolle und die Dialoge, wer sagt was und, und dann es gibt, ich denke, das ist ein Dialog von ihrer Theaterstück, typisch regnen mit System, mit Vanish, Fish Spray und Vanish Powder, Pulver, Vanish. Ich denke, das ist über schmutzig oder Schmutzung. Äh, Schmutzige Kleidung, ja. Mhm. ja, und dann Peter sagt etwas über Matshiba, Screenplay. Scheibe. Ja, it's a screen. Ja, Mattscheibe. Ähm, okay, so Bildschirm und Mattscheibe, beide sind gleich oder anderes? Ja, was wir in Indien zum Beispiel sehr oft den Fernseher als ein Idiot-Box nennen, man kann das hier, die Mattscheibe, als ein Idiot-Box verstehen. Okay. Yeah. Und dann, So, if I may just interrupt you a little bit. Peter sagt, du hast ja eine Mattscheibe. Ne? Millie hat ganz viele crazy, wahnsinnige, aber auch vielleicht coole Ideen. Und alle diese Ideen bekommt sie, kann man sagen, aus dem Fernsehen. Na, wir wissen, die Millie sieht sehr gerne und sehr viel fern und deshalb kann sie alle diese Advertisements und ads ganz auswendig. No? She literally has them all by heart and she's just saying them out. Vanish, yeah, Deichmann, and all of that logos. She's just saying them out. So that's why Peter calls her, you are an idiot box. Like someone who watches that idiot box a lot, that is a Matt Schreiber. Someone who watches a lot of television, unnecessary, stupid things. And yeah, das ist, du hast eine Matt Schreiber. Mhm. und dann haben sie miteinander die Rolle diskutiert und Mhm. dann Peter Schauspieler als Koch und dann Millie sagt, dass sie steht in der Küche und dann Peter ruft ihr an und dann sie kommt und dann sie spricht etwas über Brigitte-Diät und dann eigentlich Frostergerichte an Mensch Claudia damit du abnehmen und genießen kannst, streng nach unserem Ja, Reichensgebot, etwas über Purity Law ja. und dann alle singen, Frosta ist für alle da und Mhm. dann äh, Max
etwas über Matschiben Milli und jetzt kommt das Lied Matschiben Milli. Matscheibenmilli. Oh, Hast du das Lied? yeah, Wie, yeah. I was playing that. okay. Ja, vielleicht kannst du das Lied ein bisschen spielen, nicht komplett. Ein bisschen so diese zwei, ja. Könnt ihr das hören? Ja. Wetter allein zu Hause und steht den ganzen Tag immer geradeaus. Ihre Augen blicken milchig und ein bisschen blöd und sind schon fast so eckig wie ein Fernsehgerät. Das ist Matscheibenmilli. Oh, Matscheibenmilli. Sie ist dann lebt, wenn sie vom Fernseher klebt. Sie sitzt auf dem Teppich, ihr Rücken ist krumm, ihr Mund steht offen, aber sie ist stumm. Ihr Hals ist steif, ihre Beine schlafen ein, doch sie stiert in den Kasten hinein. Oh, Matscheibenmilli, oh, Matscheibenmilli, die ist dann lebt, wenn sie vom Fernseher klebt. Ob Stadtreklame, Schlager oder Nachrichtenmarkt, die Milli sieht sich alles auf das Langweiligste an. Doch wenn die Mutter kommt und will den Kasten abdrehen, schreit sie Mutti an, als wenn ich muss das sehen. Oh, Matscheibenmilli, oh, Matscheibenmilli, die klebt vor der Röhre, ja, die geht nicht mal aufs Klo. Sie kann nicht mehr rennen, dazu ist sie zu krumm. Sie kann auch nicht mehr singen, dazu ist sie zu stumm. Vor den Augen hat sie andauernd so ein Flimmern und kann nur noch was mit der Sprüche wimmern. Oh, Matscheibenmilli, oh, Matscheibenmilli, benutzt mal einen Topf und den Abschalt weg. Okay. Ja. Okay, genau, das war das Lied. I just have to be back in 2 to 3 minutes. I want everyone to go through the entire chapter. We have 5, 7 minutes to discuss. Ich komme aber gleich zurück, ja?
Ja, okay. So, das war Kapitel oder Bild Nummer 8. Und ja, dieses Kapitel muss ich sagen, da ist sehr viel Chaos, also ganz viele komische, lustige Dinge, die passieren. It doesn't exactly take the story ahead, aber natürlich ist das doch wichtig. Genau, so Suyo hat das ganz gut erzählt, was alles in auf diesem Bild passiert. Also erst einmal, dass die drei jetzt, kann man sagen, Freunde geworden sind, weil Peter ein bisschen über seine Familie erzählt, zum ersten Mal. It's like opening up to Max und Millie, und wir erfahren, dass Peters Vater oder Peters Mutter jetzt gestorben ist, dass Peters Vater eine neue Frau oder eine andere Frau geheiratet hat. Er hat jetzt eine Stiefmutter, sagt man, a Stepmother, und sie hat schon eigene Kinder, und so hat er auch Stiefgeschwister. Max sagt falsche Schwestern, das ist nur so ein lustiger Witz. Ne? Peter sagt, ja, ich habe 3 Schwestern, Mann, aber keine richtigen. Er möchte sagen, not real ones. Max sagt, ja, du hast falsche Schwester und eine falsche Mutter. Also das sind Kinder. Ne? Sie wissen vielleicht das Wort Stief nicht, und dann sagen sie ja. Und vielleicht ist das nicht gut für Peter bei dieser Familie, bei dieser Stiefmutter und den Stiefgeschwistern. Er fühlt sich zu Hause vielleicht nicht wohl. Ja, er sagt, die neue Mutter kann ich nicht leiden und überhaupt kann ich niemand leiden, und bald hau ich ab. Ne? I just can't take the new mother, her kids, and nothing I can take, and I'm just gonna take off from my place, from my home, and just leave. Und so weiter. Dieses Teil haben wir diskutiert. Ja, da kommt die Millie mit einem Fernsehergerät auf ihrem Kopf. You have to imagine Millie with a cardboard box that looks like a television, and she has it over her head. Und dann singt sie einfach Ads. She's singing out songs of cars and shoe companies and Fruit Loops and Calgon, a washing powder. Also das zeigt auch, wie viel Millie fernsieht. Ne? Ja, und dann kommen die alle drei zu einem anderen Thema, nämlich wie kann man äh, also diese 5 € zurückbekommen, ne? Die 5 €, die Peter in dem Gully verloren hat. Und da kommen ganz viele Ideen. They try to go to other people and beg for it. They plan to do a Theaterstück and kind of raise money out of it. Yeah. And that's when the two boys realize Millie is really an idiot box, because she keeps on watching that idiot box and knows all the songs and advertisements by heart and has such crazy ideas. Und da fangen sie an, dieses Lied zu singen, Mattscheiben Millie. It's like Millie is an idiot box, basically. Something of that sort. Ja, und in diesem Lied geht es darum, habt ihr verstanden? Wollt ihr einmal das Lied lesen und mir was sagen? Nein. Nee, gar nicht? Okay, also, naja, die beiden, Max und Peter, singen dieses Lied. Millie singt das Lied überhaupt nicht. Und sie sagen einfach, wie Millie eine verrücktes Mädchen ist, weil sie immer so viel fernsieht. Also auch beim schönsten Wetter ist sie immer zu Hause und guckt den Fern immer 24 hours straight, for example. Ihre Augen blicken milchig, ne? In Marathi it sounds very gross, but तिचे डोळे चिकट झालेत एवढं टीव्ही तिने बघितलाय und ein bisschen blöd und fast so eckig wie ein Fernsehgerät. So she's watched so much of television that now her eyes do not appear round. In fact, the shape of the television, which is square. Und das ist Mattscheiben Millie.
die erst dann lebt, wenn sie vom Fernseher klebt. She lives only as long as she is just glued and stuck to the television. Sie sitzt auf Teppich, ihr Rücken so krumm, ihr Mund steht offen, aber sie ist stumm. Na? Also wenn die fernsieht, dann sitzt sie immer auf dem Teppich. Ihr Rücken ist krumm. Na? She's not sitting very straight. Ihr Mund ist offen. Very often that happens to us while watching television. Our mouth tends to stay open. Aber man spricht natürlich nicht. Sie konzentriert sich auf das Fernsehen und spricht gar nicht. Ihr Hals ist steif, ihre Beine schlafen ein. Doch sie stiert in den Kasten hinein. Ne? Her neck is getting all stiff. Her legs are mungia are totally in that state, but she is still hooked to that television, to that idiot box. Ja. Und Mahajan, Milli, Mahajan, Bild, la. Ob Schnaps, Reklame, Schlager oder Nachrichtenmann, die Milli sieht sich alles, auch das Langweiligste an. Ne? Egal, was in dem Fernseher kommt. Ja, anything, some show about some complaints, about some songs, about news. She watches everything, even the most boring of the things she watches on the television. Doch wenn die Mutter kommt und will den Kasten abdrehen, schreit sie Mutti anlassen, ich muss das sehen. Na, die Mutter kommt und sie möchte den Fernseher einfach ausschalten, dann sagt sie Mutti, das kannst du nicht bitte. Ja, ich muss das sehen. Und dann nochmals Mahajan, Milli. Ja, klebt vor der Röhre. Ja, die geht nicht einmal aufs Klo. Sie sieht so lange Fernsehen, dass sie auch nicht mal zur Klo geht, also auf die Toilette geht. Ja, and so on and so forth. There is a little bit more in this chapter. Okay, but I think this part we can do next time. Ja. Okay, Leute, das hat heute ganz gut funktioniert, sogar wunderbar funktioniert. Und vielleicht können wir das so weitermachen. Jetzt bleiben, glaube ich, 10, 9, 10, 11. Es gibt 3. The 9th one is again pretty long. Yeah. Let me see how much and how many are left. 10. Bild. 11. Bild. Nein, und immer noch das 10. Ja, so es gibt noch 3 Bilder. Wir sind 4 Leute. Was wir machen? Das letzte Teil vom Bild 8 machen wir alle zusammen. Bild 9 macht Suyog. Bild 10 macht Sanika und Niharika zusammen. Oder Sanika und Niharika zusammen. And then build 11 is not very big, so I would just give it to Shravani all by herself. Or no, actually build 11 is the longest. Moment. Yeah, the upcoming chapters are really very long. So how about I tell you the page numbers that you're supposed to do? Ich schreibe das ganz einfach in unserer WhatsApp-Gruppe. Okay, ma'am. Yeah, but we are going to do the following things. Because now we have the time till next Tuesday and we are just on Wednesday today. I am going to ask whoever is the first one will have time till let's just say Thursday evening to do their part and then call up the other person, update about what happened earlier in the chapter, and then the person takes over, and then again the same thing, that person gets another 1.5 days to read their part, update the third person, again that person gets 1.5 days, so on and so forth. So I'll write the entire plan. Okay. Yeah, ma'am. Okay. Yeah, super. You see the page numbers, right? But the page numbers of the book and the PDF are not same.
I'm going to go by the page numbers of PDF. Make sure that you understand that. Or no, you know what? I'll just go by the, sorry, page numbers here. Okay. So make sure that whenever you read the message, which pages are you supposed to do? You are supposed to refer to these page numbers. Okay. Cool, dann sagen wir mal, das ist alles für heute. Wir sehen uns nächsten Dienstag für Special. Morgen machen wir Geschichte und wir machen diese Kurzgeschichte zu Ende. Wenn wir noch Zeit hätten, dann möchte ich mit euch 2 oder 3 Gedichte von Geschichte diskutieren und das ist alles. Als Hausaufgabe für morgen möchte ich, dass ihr die Kurzgeschichte Madame Ceausescus Schuhe zu Ende lest und mir ein bisschen erzählt, was da passiert. Okay? Ja, okay. Ja, super. Dann bis morgen um 7:15 Uhr. Ja, danke. What do y'all have anything at 8:05 or 8:55? Because both these lectures are off for me tomorrow. So maybe we can start a little later if that's okay for y'all. Yeah, ma'am. Yes, ma'am.